Ja, also das hier Einsatz ist die Senkung wesentlich. Hey ho Gemeinde, Rock'n'Roll. Ja, das Bild kennt ihr vielleicht noch aus Folge 15 von BioTV. Das war im September 2017. Ich schön in der Schubkarre, total verdreckst und naja, die Halle sah nicht besser aus. Und da sind wir dann grundgestartet, sagen wir mal, um jetzt die Werkstatt ganz neu hier aufzubauen. So, und wie das jetzt aussieht, das seht ihr jetzt. Ja, und was fällt auf? Ja, auf jeden Fall die Schubkarre ist weg, ne, ganz klar. Und ja, hat sich ein bisschen was getan. Von der Decke, von den Wänden, vom Fußboden, alles neu. Weil die haben sich, ja, wie sagt unser Dachdecker immer so schön, so viel Pflänzchen aufgetan beim Anfang oder bei der Renovierung, dass wir im Endeffekt eigentlich, man hätte auch eine Handgranate reinwerfen können und dann alles rauskippen. Das wäre ähnlich gewesen. Ne? Also einmal komplette Grundsanierung vom Gebäude. Ja, es war eine harte Nummer, deswegen auch heute erst so ein Video zu diesem Thema. Aber jetzt hier fest drin. Und ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit und zeige euch mal so ein paar Ecken. Ja, also viel ist das ja auch nicht. Das ist ein rechteckiger Raum. Aber ne, damit ihr mal seht, wir haben halt neu aufgebaut. Wie sind die Werkbänke oder wo stehen die Werkbänke? Und naja, die Bühnen kennen wir ja auch noch. Die haben wir ja mitgenommen, ganz klar. Ein bisschen frisch gemacht. Unsere Werkbänke an sich sowieso sind auch noch die alten. Natürlich ein bisschen frische Farbe, die Platten mal abgezogen, ein paar neue reingemacht und so weiter und so fort. Aber ne, genug gequatscht, ich nehme euch mit. Ein kleiner Rundgang durch die neue Werkstatt. Bis gleich, ciao. Ja, weiter geht's. Die größte Baustelle, die wir natürlich hier noch vor der Brust haben, oder zwei Baustellen, die wir noch vor der Brust haben, damit die Firma auch wirklich richtig rund läuft, ist eben A, der Prüfstand. Der steht schon da, den seht ihr jetzt nicht. Aber der steht hier mitten im Raum und dementsprechend auf Dauer mit Nachbarn gibt das ein bisschen Ärger. Das wollen wir natürlich nicht. Der wird noch komplett einmal eingeschalt quasi mit dem Trockenbau oder eingehaust, wie das so in Technikerdeutsch heißt. Trockenbau, hier liegt dann auch schon die ganze Steinwolle, die wir dafür brauchen. Und ja, mit Tür und allem Zick und Zack, Abgasanlage, alles was dazugehört. Dementsprechend halt eine Kabine, um den Schall natürlich da drin zu lassen und nicht hier draußen auf dem Hof. Die zweite Baustelle ist natürlich vorne unser Ladenlokal. Ne? Das Grundgebäude oder wo wir hier drin sind, ist ja eigentlich nur der Tanzsaal einer alten Kneipe. Also was wir gekauft haben, ist quasi eine alte Kneipe mit einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft. Und wie gesagt, das war hier ne, die Rambazamba-Bude vom Dorf. Jetzt nicht mehr, oder jetzt anders, Rambazamba. Aber der oder beziehungsweise das ehemalige Lebensmittelgeschäft wird jetzt quasi unser Ladenlokal, also unser Entree. Ja, wo die Chefin sitzt und die Chefin regiert, hinter der Theke in ihrem riesigen Büro. Nur wie das aussieht, ja, da zeige ich euch jetzt mal eben. Ja, ist auch noch nicht so ganz fertig. Die Fenster kommen jetzt, beziehungsweise die Schaufensteranlage kommt jetzt Anfang August. Und dementsprechend haben wir da auch noch ein bisschen Arbeit. Ja. Gut, das war jetzt aber erstmal Thema Baustelle. Wir sind natürlich auch, oder
wenn man so einen Umzug macht, das kennt jeder, der auch mit seiner normalen Wohnung umzieht, in ein Haus oder in eine andere Wohnung, der sortiert erstmal aus. Ja, und über die letzten 10, 15 Jahre hat sich bei uns natürlich auch in der Werkstatt bzw. im Lager so viel Zeug angesammelt, vor allen Dingen auch Motorenzeug, dass wir erstmal gesagt haben, puh, ja, das müssen wir jetzt erstmal genau uns angucken und sortieren. Haben wir auch gemacht und dementsprechend seht ihr hier auf der rechten Seite, dieses Regal besteht nur aus LC4-Teilen, gebrauchten LC4-Teilen. Wer jetzt in letzter Zeit schon mal versucht hat, irgendwas für eine LC4 zu kaufen, original bei KTM, wird schon festgestellt haben, dass das so langsam dünn wird. Also KTM ist anscheinend dabei, die gute alte LC4 aus dem Programm zu kicken. Und das wird natürlich schwierig, vor allen Dingen sind halt viele Sachen, die waren eben halt nur original vom Hersteller zu bekommen. Und daher haben wir natürlich erstmal unsere ganzen Ersatzteile penibelst kontrolliert und geguckt, was haben wir noch und dementsprechend auch alles zerlegt. Also Getriebewellen, jedes einzelne Zahnrad auseinandergenommen und halt, was gut war, weggelegt, den Rest ab in Schrott. So, also wenn dann nochmal Motoren kommen sollten von euch und es wird schon dünn beim Hersteller, haben wir vielleicht immer noch mal das passende Ersatzteil für euch lagernd. Natürlich arbeiten wir jetzt auch noch an Alternativen. Momentan ist zum Beispiel das Getriebeeingangslager nicht lieferbar bei KTM, das BC1-Lager. Ja, das ist ja auch ein spezielles Zeichnungslager von SKF, das nur für KTM hergestellt wird. Und ohne dieses Lager keine Motorenüberholung. Und daher müssen wir da auch sehen, dass wir jetzt eine Alternative finden, also quasi andere Lager dann umarbeiten, um dieses Lager dann quasi technisch zu ersetzen. Kriegen wir aber hin, wir haben schon eine ganz gute Lösung parat, also läuft. Gut, kommen wir zum Thema des nächsten Videos, hatte ich ja versprochen, und zwar beim vorletzten Video zum Thema Motorschaden des Monats hatte ich ja angekündigt, es wird ein Video kommen zum Thema Motoren einfahren. So, Motoren einfahren. Warum? Warum da ein Video drüber? Ne? Ganz einfach, wer ist das schuld? Ihr seid das schuld. Ne? Wir sind im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr, sind wir bombardiert worden mit diesen Anfragen. Ja, ich habe ein neues Motorrad gekauft, ich möchte das einfahren. Wie mache ich das am besten? Der Händler sagt so, in den Foren erzählen sie so, in YouTube machen sie es so und auf Facebook erzählen sie auch was anderes. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Das ist leider so, ne? Man fragt 7 verschiedene Leute und kriegt 7 verschiedene Antworten und ich wäre dann der 8. und würde euch die 8. Antwort geben. Ja? Und der 9. sagt mit Sicherheit wieder, hat der Bon erzählt, totaler Stress. Daher haben wir gesagt, das machen wir gar nicht oder das machen wir so nicht. Wir werden es genauso machen wie damals in Folge 11, wo wir den Technikchef der Firma Motulda hatten, wo es um das Thema Öl ging. Öl, Viskosität, Fließverhalten, Ölverdünnung und. Ja, ich blende es mal um ein. Wer es noch nicht gesehen hat, sehr interessantes Video, habe ich auch wieder viel draus gelernt. So, jetzt kenne ich leider gerade keinen Ingenieur, der in der Kolbenkonstruktion sitzt, also muss ich da ein bisschen rumrecherchieren im Netz und habe da ein schönes PDF gefunden. Ja, das PDF gehört der Firma Kolben-Schmidt, ja, also KS Kolben, ein recht bekannter Kolbenhersteller aus Deutschland, oder der deutsche Kolbenhersteller, hauptsächlich für die Automobilindustrie tätig. Früher in den 90ern haben wir auch noch Motorradkolben von denen kaufen können, leider machen die das wohl nicht mehr, leider, ne, war super Qualität, aber diese Firma hat halt, wie gesagt, dieses 80-seitige PDF im Netz hervorragend zusammengestellt, sehr einfach erklärt vor allen Dingen auch, also nicht so ein Ingenieursgeschwafel, was keiner versteht, sondern wirklich detailliert, genau erklärt, wie Kolbenringe funktionieren, was ist ein Minutenring, was ist ein Ölabstreifer, was gibt es für verschiedene Konstruktionen des Ölabstreifers, was müssen die können, wie laufen die sich ein und vor allen Dingen, was passiert während
eines Starts mit dem Ring, wie arbeiten die und vor allen Dingen, wie müssen sie sich einlaufen. Hervorragend erklärt. So, und das wollte ich natürlich gerne benutzen, aber wenn man natürlich sowas sich einfach aus dem Netz schnappt und dann in ein Video packt, kann es ordentlich auf den Hut geben. Ist auch richtig so, gehört mir ja nicht. Also, was mir nicht gehört, frage ich vorher und habe ich wieder ein bisschen rumrecherchiert und habe dann herausgefunden, dass die Firma KS oder Kolben-Schmidt zur, muss ich ablesen, Rheinmetall Automotive gehört, ja, Zusammenschluss, und alles, was mit dem Verkauf von diesen Teilen und halt auch mit solchen Anfragen in puncto PDFs und Daten zu tun hat, macht da die Firma MS Motor Service. So, die haben wir natürlich dann angeschrieben, die Presseabteilung, die waren super nett und gesagt, klar, kein Problem, schicken Sie uns dann nur den Link, wir würden das gerne natürlich auch mal sehen, machen wir natürlich, und haben uns die Erlaubnis erteilt, ihr PDF oder das PDF von der Firma Kolben-Schmidt zu benutzen. So. Das Problem ist natürlich jetzt, 80 Seiten ist schon eine harte Nummer und ich muss das jetzt erstmal ein bisschen komprimieren oder aufbearbeiten und in kleinen Dosen euch verabreichen, weil das ist natürlich, wenn ich das in einem durchziehe, seid ihr bei Seite 15 eingepennt. Ja, das ist ja nun mal so. Ist zwar super geschrieben, aber trotzdem ist es ja nun mal ein bisschen trockener Stoff. Daher werde ich das komprimieren, zusammenpacken und in mehreren Teilen geplant. Ich habe mal 3 Teile geplant, vielleicht werden es auch nur 2, ich muss sehen, wie ich da durchkomme, und werde das dann in den nächsten Videos mit zusammenpacken. Ob bei Pyro TV oder als Einzelpaket, weiß ich noch nicht genau, werden wir sehen. Ja, also das wird kommen, das ist super interessant, also für mich als Techniker auf jeden Fall. Und natürlich für euch auch mal, um da wirklich jetzt mal vom Hersteller erklärt zu bekommen, was müsst ihr tun und was dürft ihr nicht machen, wenn ihr einen neuen Motor einfahrt. Und vor allen Dingen, was passiert da? Ja. So, das war es jetzt aber. Ja, wir sehen uns, wie gesagt, in 14 Tagen, wenn alles gut läuft. Dann habe ich so den ersten Schnitt vom ersten Teil oder vom ersten Drittel von diesem Video fertig und werde euch das dann auf YouTube rausballern. Ja. Nochmals danke übrigens an den Ingo für das tolle T-Shirt. Ja. Das erste Video der Piraten aus Hoffeld, natürlich mit deinem T-Shirt. Dankeschön. Ja. So, das war's jetzt aber. Lasst uns einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns ungefähr in 14 Tagen zum Thema Motoren einfahren. Bis dann und ciao.